Glück und Leid sind ja bekanntlich Nachbarn. Eigentlich erwartet uns eine tolle Zeit in Santiago de Chile. Wir freuen uns auf die Stadt und treffen unsere Freunde wieder. Doch über all dem hängen schwarze Wolken. Wer einmal Krebs hatte, der kennt das. Er verfolgt einen. Er ist für immer da. Er ist wie ein lebenslanger Begleiter. Es ist Neugier, die uns treibt, die Ferne, das Unbekannte. Die Freiheit, mit den Jahreszeiten zu reisen. Aktuell sind wir in Südamerika. Willst du mit uns einen ganzen Kontinent entdecken? Dann buch jetzt dein Ticket. Was kostet das? Nichts natürlich, ist gratis. Na dann, bin ich dabei. Wir bewegen uns zügig auf Santiago zu. In 4 Tagen müssen wir dort sein. Björn hat einen Termin beim Arzt. Seht ihr, wie ich aussehe? Ich bin total im Arsch. Wir haben an der Tankstelle geschlafen, was wir nie machen eigentlich. Aber da wir irgendwie bis abends gefahren sind und dann schon müde waren und hier nicht wissen, wo wir uns hinstellen sollten und ey, wir konnten echt nicht pennen. Dann haben die da irgendwelche Motorradrennen veranstaltet mit einem Rallye on the highway. Genau, wie eine Rallye auf dem Highway und mit Fehlzündung und allem drum und dran. Das ging bis 1:30 Uhr oder bis 2 Uhr. Da brennt's. Irgendwas brennt direkt neben der Autobahn. Auf jeden Fall schreckliche Nacht, ja. Was soll's. Habe ich auch noch einen Gerstenkorn, kann mein Auge nicht richtig bewegen. Also so fängt der Tag gut an. Auf dem Weg nach Santiago machen wir einen Abstecher an die Küste. Wir lieben das Meer. Es kommt immer ein bisschen Urlaubsfeeling in uns auf. Wir haben Lust, einfacher hineinzuspringen und alles um uns herum zu vergessen. Durch den Humboldt-Strom ist das Wasser aber sehr kalt. Wir lassen es deshalb lieber. Aber der Sand hier ist zu fein zum Fahren. Aber ey, es ist so, oh mein Gott, ist das schön. Feiner Sand und der Pazifische Ozean, total geil. Die Abwechslung hilft uns, den Kopf frei zu kriegen. In 3 Tagen müssen wir in Santiago sein. Wir genießen die Zeit am Meer. Es ist niemand hier und wir haben den Strand für uns alleine. Ein traumhafter Sommertag. Was machst du hier neben dem Schild, wo steht, dass Hunde verboten sind? Willst du uns als Revolutionär zeigen, dass du darauf keine Lust hast, auf Verbote? Wie immer im Leben folgt auf den Sonnenschein der Regen und umgekehrt. Der nächste Tag ist traurig trüb. Alles ist anders. Die Leichtigkeit ist verflogen. Die Sorgen sind zurück.
calle. ¿Podemos conducirla con este vehículo? ¿Está bien? Ahí está media malita para adelante, pero es lo que hay. Ok, No hay va. otra cosa, dale nomás. Grazie. Non era proprio una bella contesta, grazie. Der nette Herr erklärt uns, wie seine Meersalzproduktion abläuft. Es ist ein Prozess, der etwa 7 Monate im Jahr dauert und mit einer völlig natürlichen Methode abläuft. Im Frühling aktivieren sie einen Kanal, der bei Flut mehr Wasser passieren lässt, und auf diese Weise füllen sich die Becken mit Wasser. Nach und nach mit der Verdunstung des Wassers wird das Salz abgelagert, extrahiert und dann verarbeitet. Es funktioniert ausschließlich mit der Energie der Sonne. Ich glaube, nächstes Ziel Weinprobe in Santa Cruz. Wine tasting. Es ist so krass. Also wir hatten gerade bestimmt noch 15 Grad weniger. Jetzt ist hier richtig heiß wie Hochsommer. Also richtig heiß. Und wir sind auf der Route de los Vinos, also in der Nähe von Santa Cruz. Und hier soll es in Chile die besten Weine geben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber wir wollen auf jeden Fall eine Weinprobe machen. Weil, wenn man schon mal hier ist, klar, muss man noch die Weine probieren. Und es ist jetzt schon alles voller Oliven, Tomaten, ja, und eben Wein und anderen Früchten. Hat sich total verändert. Also noch vor, kannst sagen, 200 Kilometer weiter im Süden war das noch leicht, ja, wie es halt im Feuerland, aber wie es halt auf der Carretera Austral war. Sehr grün, sehr feucht. Und hier ist jetzt eben eher so Richtung Toskana im Süden. Also echt cool. Laura Hartwig heißt das Weingut und die machen, wie es aussieht, sehr, sehr gute Weine. Da hinten steht alles voll mit neuen Barrikfässern, also mit richtigen Eichenfässern. Und je höher der Anteil von neuen Fässern ist, umso besser ist es für den Wein, umso besser ist der Wein. Und das ist dann auch keine Geschmackssache, sondern da geht es einfach darum, wie lange kann ich den halten, wie viel Struktur hat der und was kann ich von dem Wein in Zukunft erwarten. Ja, und das sieht total schön aus. Hier, guckt euch das mal an. Echt wunderschön. Hier stehen die ganzen Fässer. Im Hintergrund die Berge. Ja, auf jeden Fall werden wir da jetzt eine schöne Weinprobe machen. Man zahlt pro Glas, kann aber dafür so viele Gläser haben, wie man will. Gut, mehr als 3 Gläser Wein kriegt man jetzt eh nicht rein, wenn man noch fahren möchte. Und da bin ich sehr gespannt, wie das ist. Und wir kriegen auch eine kleine Tour, können auf jeden Fall mal ein bisschen die Produktion gucken, aber nicht allzu viel, weil die haben erst vor einer Woche geerntet. Das heißt, die sind echt arg im Stress. Mal gucken, was wir sehen können. Aber was ich sehe, sieht auf jeden Fall schon richtig geil aus.
Ja, haben wir noch nie drüber gesprochen, aber war interessant zu wissen. Ich habe mein ganzes Leben lang, also von meinem 18. Geburtstag an, bis ich 40 war, habe ich Wein verkauft. Und zwar hochexklusive italienische, französische, deutsche, spanische, aber eben auch chilenische Weine. Und ich war in Frankreich, Burgund, Bordeaux, in Italien im Norden, in der Toskana oder in Spanien, auf sau vielen Weingütern. Wir haben unendlich viele Degustationen gemacht. Ich habe viele Arbeitsprozesse gesehen. Und Wein hat mich immer begleitet. Wein ist für mich eine Geschichte, die mir nicht nur schmeckt, sondern die durchgehend mein Leben eigentlich gestaltet hat, weil ich damit meinen Lebensunterhalt einfach mal 20 Jahre lang verdient habe. Ja, Wein. Prost. Hammer hart. Jetzt geht's los. Wir sind total aufgeregt und fahren extra recht spät los. In 70 Kilometern kommt Santiago de Chile. Wie viele ¿Cuántos habitantes tiene? Also irgendwas mit 8 Millionen Einwohnern, also doppelt so viel wie Berlin. Das ist eine Riesenmetropole, soll einen Verkehr haben, wo man durchdreht, deswegen fahren wir jetzt so spät rein. Und wir müssen einmal von Süden nach Norden durch. So. Ja, das ist unser erstes Ziel. Da schlafen wir eine Nacht, treffen uns noch mit jemandem und dann müssen wir morgen früh wieder von Norden in die, naja nicht ganz in die Mitte, aber so ziemlich in die Mitte und dort kriegen wir neue Reifen. Also insofern ist es ein richtiges Abenteuer und wir freuen uns so sehr drauf, weil Santiago de Chile halt eine Riesenstadt ist und wir mögen es total gerne auf dem Land, aber wir lieben auch Städte und ja, auf jeden Fall sind wir total aufgeregt. Ja, wir sind ja gestern jetzt schon einmal durch Santiago durch und es war überhaupt kein Verkehr. Also wenn das schlimmer Verkehr ist, ja, ich lache mich tot. Also im Gegensatz zu Buenos Aires war das nichts. Buenos Aires ist ein Moloch dagegen. Ja, auf jeden Fall hatten wir eine echt geile Nacht mit dem Bruder von Esteban. Das war echt total cool. Also sehr schön, wir haben mit denen gegrillt, wir hatten echt einen richtig geilen Abend. Jetzt geht's wieder nach Santiago rein und jetzt machen wir was richtig Geiles, ich habe es noch gar nicht gesagt, wir tauschen unsere Reifen. Wir haben uns nämlich Offroad-Reifen für den Bus bestellt, weil wir jetzt in Zukunft doch ein bisschen härtere Straßen zu erwarten haben. Und die kriegen wir jetzt, da sind wir auch gleich da. 5 neue Reifen, 5 neue Füße für Hermann, also 4 unten drunter, einen hinten dran. Und ja, dann sind wir bereit für das nächste Abenteuer. Und dann, aber nichtsdestotrotz, Leute, wir zeigen euch auch Santiago. Also wir werden jetzt in Santiago 4 Tage bleiben. Und da haben wir genug Zeit, die Stadt zu erkunden. Wir haben sehr viel zu erledigen in Santiago. Zum Glück haben wir dadurch etwas Ablenkung. So, wir trennen uns jetzt von unseren echt treuen Reifen. Es ist kein einziger kaputt gegangen. 10.000 Kilometer Schotterpiste, es ist alles kaputt gegangen, aber nichts von den Reifen. Da kommen jetzt drauf General Grabber 215 R14 75, also größer, dicker, breiter. Und dann eben auch mit Offroad-Profil. Und damit sollten wir dann für die nächsten Kilometer sicher sein. Und ich hoffe, dass wir dann nicht mehr so oft stecken bleiben wie mit den anderen, weil das war wirklich ein Problem. So, wir probieren das aber jetzt erstmal aus. Kann sein, dass wir sie gleich wieder wegmachen müssen, weil wir haben einen Konflikt. Und zwar ist es dieses Teil hier. Ja, dieses Teil war vorher ein Zentimeter von dem Reifen weg und wird jetzt, da der Reifen ja einen halben Zentimeter dicker ist, wahrscheinlich dran sein oder
Wir werden es sehen. Ja, wenn es dran schleift, dann müssen wir vorne die Ersatzräder drauf machen und uns erst für hier Unterlegscheiben holen, um dann sozusagen wieder genug Abstand zu haben. Ach, ich freue mich so, die sehen so geil aus, die Reifen. Wie es aussieht, passt es. Also wir haben den gerade eben angebaut und erstmal sieht es richtig geil aus. Guckt euch das mal an, das sieht jetzt so richtig fett aus. Ach, ist das schön. Und wie es aussieht, haben wir keinen Konflikt. So wie es aussieht, kriegen wir das ohne Distanzscheibe hin. Das ist natürlich das Allerbeste, was uns jetzt passieren kann, dass wir da überhaupt nichts machen müssen, sondern es gleich funktioniert. Mann, wie geil. Ja, dann wäre unser erster Stopp sozusagen in Santiago schon mega erfolgreich. Ist ja fett. Also, das hat richtig gut geklappt. Wir haben neue Reifen drauf, die sind richtig geil, das sieht so cool aus. Also, wir brauchen noch keine Distanzscheiben, wir haben alle 4 Reifen gemacht plus Ersatzreifen. Und jetzt sieht der so richtig geil aus. Hermann hat jetzt richtig große Füße und nicht mehr wie so eine Ballerina im Körper von Bud Spencer. So, weiter geht's. Willkommen in Santiago de Chile. Coole Stadt bisher. Und wir machen heute was richtig Geiles. Wir wollen natürlich erst mal gucken, wie es hier aussieht von oben. Und wir sind auch nicht alleine. Wir sind mit Diana und Dieter zusammen und freuen uns total, dass wir die beiden wieder getroffen haben. Was macht ihr denn hier? Vielleicht kennt ihr sie noch vom Jankinkesee. Und wir haben gesagt, wir müssen hier unbedingt was gemeinsam machen, weil die Stadt, die lädt einfach dazu ein, hier schönes Nachtleben und ja, leckeres Essen und ja, einfach nur geil. So, jetzt kommt mit, wir gucken uns die Stadt von oben an, sind wir gespannt, was wir da entdecken. Ja, ist ja wieder ein Beispiel für Digitalisierung. Man kommt hierher, scannt einen QR-Code, kauft sein Ticket, das war's. Es gibt keine Kasse, an der man kaufen kann, es gibt kein Bargeld. Einen anderen Weg als im Handy zu kaufen gibt es nicht. I lost life. Now we are quite high. No. Ja, rauf mit dem Telelift und runter laufen wir. Ist auch gar nicht so weit, aber es ist nicht zu fassen. Es ist schweineheiß. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie die Stadt im Sommer ist. Also mit 40 Grad und keinem Lüftchen, was hier weht, das ist schon krass. Ja, wie war's? Gut, oder? Das ist amazing. Bueno. Die Aussicht ist der Hammer. Ja, fand ich auch. Preis-Leistung, mega. Ja, Postcard for you übrigens. Also wer Urlaubstipps braucht, Postcard for you. Gehen wir runter und wir erstmal was Leckeres essen. Also diese Stadt ist echt eindrucksvoll. Bisher, das haben uns ja alle gesagt, passt auf in Santiago de Chile. Also es kann ja sein, dass man das bestimmt in der Nacht muss und in bestimmten Gebieten. Aber da, wo wir bisher waren, also... Nicht anders als Berlin, würde ich sagen. In Berlin kommt es auch auf die Gegend an, oder? Also sie sagt, Berlin hat mittlerweile aufgeholt und ist gleich kriminell.
Polo Sandale. Wir waren in der Touristenfalle. Ja, also bezahlen war hier echt ein Abenteuer. Ja, also wir haben gerade echt schlechtes Essen gegessen und dann war das Bezahlen noch ein Abenteuer. Also was wollten Sie haben? Mindestens 10% mehr für Trinkgeld. Propina, like a mandatory thing. Sprich das Trinkgeld direkt mit rein. Und mit der Moral von der Geschichte, dass Sie es nicht wieder rausnehmen können. Aber Alessandra kämpft immer wie ein Löwe. Es ist raus. Es ist der letzte Abend vor dem Kontrolltermin von Björn. Wir sind froh, unsere Freunde um uns zu haben, denn sonst würde uns wahrscheinlich der Kopf platzen. Heute ist es soweit. Ich bin sehr aufgeregt. Zum Glück nehmen uns Diana und Dieter die Hunde ab. Ich bin ganz schön fertig. Wir müssen heute mal was machen, worauf ich gar keinen Bock habe. Wer uns verfolgt, weiß ja, dass ich eine Krebserkrankung hinter mir habe und oder noch in dieser Kontrollphase bin. Und dementsprechend, ja, wie soll ich sagen, müssen wir jetzt dahin. Wir versuchen halt wenigstens jede zweite Kontrolle mitzunehmen. Na egal, auf jeden Fall habe ich jetzt einen Termin beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Da werden wird die Nase durchgecheckt und der Hals. Ja, und dann hoffen wir, dass alles gut ist. Wenn nicht alles gut ist, dann ist es das Ende unserer Reise, also dann ist vorbei. Wir hatten keine Ahnung, was uns bei der ersten Krebskontrolle in Südamerika erwarten würde. Wir hatten noch nicht einmal im Voraus geplant, wo wir zu diesem Zeitpunkt sein würden. Aber eines ist sicher, wir hätten uns keinen besseren Ort vorstellen können als diesen, mit einem großartigen Arzt wie Dr. Palma Ramirez. ¿Qué llora? En los ojos, a la pieza linda con la quema después. Sí, después duerme. Todo, así que tenemos muy buena imagen acá. Solo buen mensaje. Ja, das wird schon. Ja, schön, ey. Alles geklappt, nichts zu sehen, alles sauber. Kontrolle habe ich hinter mir. Oder wir hinter uns. Alessandra ist ja mindestens genauso fertig, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's, sind wir bereit. Und es geht weiter in die neuen Abenteuer Richtung Norden, Atacama etc. pp. Wir haben jetzt einiges vor. So, schön. Der Kopf ist frei. Schmeißt erst mal ihr Handy weg vor lauter Glück.
Auf jeden Fall, ja, wenn wir heute erstmal schön Party machen mit unseren Freunden. Sind ja noch alle da? Ja, heute machen wir richtig Party. Heute machen wir einen drauf. So, und dann geht's übermorgen weiter. Fahren wir aus Santiago weg. Juhu, komm mal her. Cheers. Es wird Zeit, Abschied zu nehmen. Die Tage hier in Santiago waren wie eine Achterbahn der Gefühle. Wir sind mit Sorgen gekommen und haben Freundschaft und Befreiung erlebt. Die Erkenntnis, dass man sich durch nichts aufhalten lassen darf, ist in uns gestärkt. Es ist unser Traum, der uns die Kraft gibt, immer selbst nach Lösungen zu suchen. Unser Traum geht weiter. Überglücklich verlassen wir Santiago Richtung Norden. Danke an alle, danke an euch fürs Zuschauen. Bis nächste Woche.